Das Thema, worum es heute gehen wird, sind 10 Tipps, wie man sich den Umwelt... Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird es auf Deutsch sein. Falls ihr das schon von den anderen Videos gesehen habt und ihr das Video gerne auf Deutsch mit Untertiteln verfolgen würdet oder sogar eine Übersetzung auf Englisch oder auf Russisch, vielleicht sogar bald auf Französisch haben wollt, drückt unten auf den Einstellungsknopf, dreht die Untertitel auf und dann könnt ihr das Video in der Sprache mitverfolgen, die für euch am angenehmsten ist. Das Thema, worüber wir heute sprechen werden, sind kleine Tipps für den Alltag, wie ihr euer Leben ein bisschen umweltfreundlicher gestalten könnt. Was aber wichtig zu bedenken ist, die Sachen, die ich euch zeige, betreffen vor allem mein eigenes Leben, mein Lebensstil, was ich jeden Tag mache. Deswegen kann es sein, dass manche nicht wirklich auf euch anwendbar sind. Vielleicht könnt ihr euch davon inspirieren lassen und manche Sachen abschauen. Und ich finde, dass es einfach nur manchmal auf kleine Schritte ankommt und auch darauf, womit man sich selber wohlfühlt. Was es die Preise angeht, bei manchen nachhaltigen Produkten ist es billiger, sie so zu kaufen. Andere werden ein bisschen teurer sein als die Standardprodukte, die man überall im Supermarkt sieht. Das heißt, es hängt von der Kategorie ab, was es ist, und da müsst ihr einfach lokal auch schauen, weil die Preise je nach Land einfach unterschiedlich sind. Ich glaube, dass der allererste Punkt bei diesem Thema für mich die Tatsache ist, dass man versuchen sollte, lokal zu konsumieren. Was es genauer heißt und wie das sich auf die Beispiele anwenden wird, die ich zeigen werde, klärt sich dann ein bisschen später. Aber um damit vorauszugehen, würde ich zum Beispiel sagen, dass man das Obst und das Gemüse nach den Jahreszeiten kaufen soll, also das, was derzeit verfügbar ist, in der nahegelegenen Region von euch. Dadurch werden lange Transportwege erspart und ihr setzt bewusst eure Entscheidung, dass ihr die lokale Industrie, die lokalen Bauern unterstützt. Andere Sachen, wo das auch nützlich ist, sind Pflegeprodukte, Beautyprodukte. Für mich ist es noch immer eine Herausforderung. Also ich versuche, die Sachen zu kaufen, die in Frankreich produziert sind. Also habe ich mir eigentlich gedacht, dass es vielleicht nicht immer notwendig ist, darüber zu sprechen, aber ich erwähne es trotzdem schnell. Und zwar ist es einfach Stoffbeutel für seine Einkäufe oder was auch immer zu verwenden, wenn man etwas tragen möchte. Wenn die dann ein bisschen zu groß sind, gibt es auch die praktische Variante. Und wenn man die dann einfach so klein zusammengefaltet hat, kann man das einfach immer in seine Tasche drinnen lassen oder in seinem Rucksack. Dann hat man einfach immer einen extra Beutel mit, wo man seine ganzen Einkäufe reingeben kann. Worauf ich noch beim Einkaufen schaue, ist, wenn ihr kennt es, man kauft Obst oder Gemüse und man gibt das irgendwo hinein, um den kleinen Preis dort drauf zu kleben, den Sticker. Deswegen habe ich so eine kleine Lösung. Und zwar sind das so Beutel. Und anstatt diese Einweg-Plastik- oder Papierbeutel zu nehmen, geben wir das Obst oder Gemüse hier rein. Wir wiegen das ab und so kann ich direkt mein Preisschild hier draufkleben. Deswegen sind diese Säckchen immer bei mir beim Einkaufen dabei. Die kann man auch in der Waschmaschine waschen, falls sie zu schmutzig werden. Aber normalerweise geht das in Ordnung, einfach nur mit Ausschütteln. Beim nächsten Tipp geht es ums Lesen. Und zwar bin ich selber nicht so gut dabei, aber vielleicht könnte ein besseres Vorbild sein. Denn anstatt, so wie da hinten hinter mir die ganzen Bücher sind, kann man stattdessen einfach auf einem, nein, das ist kein normales Buch, sondern auf einem E-Book-Reader lesen. Das heißt, hier habt ihr euer gesamtes Bücherregal und mehr und müsst keine Papierbücher kaufen, für die Produktion von welchen Bäume gefällt werden. Die nächste Kategorie sind für mich gewisse Gegenstände, die man bei sich zu Hause haben kann. Und bei mir sind es zum Beispiel Metallstrohhalme. Bei denen hier würde ich einfach überlegen, ob ihr sie wirklich braucht oder nicht. Für mich sind sie ziemlich nützlich zu Hause, wenn ich Smoothies mache und sie dann daraus trinke, aber das heißt nicht, dass ich sie dann in Restaurants oder in Bars mit mir mittrage und daraus meine Getränke trinke. Dort achte ich einfach darauf, dass ich beim Bestellen extra dazu sage, dass ich keinen Strohhalm brauche. Das ist etwas, was ihr zu Hause haben könnt. Ich liebe Sushi, deswegen sind für mich so kleine Essstäbchen, die wir zu Hause haben, super praktisch. Damit ihr zumindest die nicht jedes Mal beim Restaurant mitnehmen müsst oder sogar bei der Bestellung könnt ihr dazu sagen, dass ihr keinen braucht. Falls ihr euer Sushi in der Nähe von zu Hause ist es natürlich am besten, wenn ihr vorbeigeht mit einem eigenen kleinen Behälter und euch dort die Sushis reinfüllen lässt, um auch diesen Plastikmüll zu vermeiden.
Ich bin selber eine riesige Teetrinkerin. Es gibt bei mir zu Hause fast jeden Abend einen Tee. Deswegen ist das etwas, was zu mir ziemlich natürlich gekommen ist. Aber den ganzen Tee, den ich zu Hause habe, der ist in losem Format. Den habe ich einfach in solchen Dosen. Ich achte wirklich darauf, den Tee immer nur lose zu kaufen. Deswegen mache ich das vor allem wegen Geschmacksgründen, aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Man kann sogar in manchen Geschäften seinen eigenen Behälter mitnehmen und sie füllen den vor Ort mit ihrem Tee auf. Und du zahlst einfach nur für das Gewicht hier drinnen. Wenn wir dann in die Kategorie von Beauty-ähnlichen Produkten rübergehen, für diejenigen, die sich rasieren, also für Frauen kennt man das oft in dieser Plastikversion, Rasierer und die Rasierklingen, die man sich dann separat kauft, gibt es eine umweltfreundlichere Lösung, und zwar zu so einem metallenen Rasierer überzugehen. Den kennt man vielleicht eher quasi als Männerrasierer, funktioniert aber genauso gut für welches Geschlecht auch immer. Und zwar muss man nicht die ganzen großen Plastikklingen kaufen, sondern es gibt einfach so Metallklingen in einer kleinen separaten Verpackung, die weniger oft ersetzt werden müssen als die Klingen auf diesen Plastikrasierern. Ich habe noch immer beide, weil ich den Plastikrasierer zum Reisen teilweise mitnehme, weil man muss darauf achten, dass wenn ihr nur Handgepäck habt, teilweise ihr gebeten werdet, die Klinge rauszunehmen. Deswegen habe ich noch beide, aber für den täglichen Gebrauch ist das super praktisch. Man merkt ja schnell, dass das genauso gut funktioniert wie diese hier. Für diejenigen, die sich schminken, gibt es auch die Frage, okay, was verwende ich zum Abschminken? Für mich habe ich die Lösung gefunden. Das sind so Stoffquadrate, auf die ihr euer Abschminkprodukt drauf gibt und dann damit einfach das Make-up entfernen könnt. Ich habe einen kleinen Tipp, falls ihr zum Beispiel im Urlaub seid und euer Abschminkprodukt vergessen habt. Das geht genauso gut mit Olivenöl. Ich habe das öfters auch mit Kokosnussöl versucht, weil das angenehmer meiner Meinung nach riecht als Olivenöl. Und ansonsten habe ich auch einfach so eine Standard-Abschminkcreme, die ich hier lokal in Paris kaufe. Der Behälter wird dann recycelt von der Firma, also den gebe ich zurück ins Geschäft, wo ich das gekauft habe. Das wird dann gereinigt und wiederverwendet, und die Plastikpumpe, die behält man sich jedes Mal einfach. Also müsst ihr einfach schauen, was bei euch lokal am Markt erhältlich ist. Eine Sache, die die Menschen betrifft, die ihre Regeln haben, sind die Produkte, die man dafür verwendet. Also ihr müsst wirklich einfach ausprobieren, womit ihr euch gut fühlt. Ich habe früher immer OBs verwendet und ich habe noch immer welche zu Hause für Notfälle, für Reisen zum Beispiel, wenn man seinen Menstrualcup nicht auswaschen kann. Aber ansonsten verwende ich immer einen Menstrualcup während meinen Regeln. Es existiert in verschiedenen Größen. Das kauft ihr am besten einfach auch lokal in eurer Apotheke. Es gibt es auch schon in Supermärkten zu kaufen. Das sieht so aus, das ist so ein kleiner Behälter. Dieses Ding hier, das behaltet ihr jahrelang. Das ist super nachhaltig. Oder auch eine Sache, wenn ihr wirklich sagt, ich kann nichts anderes außer Tampons verwenden, schaut, ob ihr vielleicht solche verwenden könnt, die ohne einen Applikator, oder wie das heißt, also zumindest, dass ihr auf diese Variante umsteigt. Als nächstes geht es für mich um das Thema von Behältern. Wie man sich die bewusst aussuchen kann und anstatt Wegwerfbehältern nachhaltige verwenden kann. Eines davon sind Getränkeflaschen. Und zwar habe ich 2 solcher. Die ist eher fürs Sportstudio und für Wasser oder kalte Getränke. Und das hier ist super praktisch bei Reisen mitzuhaben, weil man hier sowohl kalte als auch heiße Getränke einschenken kann, weil das ein bisschen weiter ist. Das heißt, man verbrennt sich nicht, wenn man trinkt. Und ein Tipp dabei ist, wenn ihr zum Beispiel Tee zum Mitnehmen euch kauft, wird oft der gesamte Behälter aufgefüllt. Oft haben die Cafés oder die Bäckereien nichts dagegen, euch das einfach die 600 Milliliter voll zu füllen, und ein Teebeutel reicht immer aus, um daraus einen Tee zu machen. Ein anderer Punkt, den ich versuche bei der Auswahl der Verpackungen der Produkte zu beachten, ob das für das Bad Beauty-Produkte sind, für die Küche, Lebensmittel oder auch Putzmittel. Ich versuche darauf zu schauen, dass sie entweder aus Karton sind oder aus Glas, weil diese besser recycelt werden können als Plastikverpackungen. Und um auf die Kategorie einzugehen, wo man in den Supermärkten bestimmte Lebensmittel ohne ihre Verpackung kaufen kann, sieht das bei uns zu Hause eingeordnet so aus. Und zwar haben wir hier alle möglichen Lebensmittel, also hier haben wir Reis,
Couscous, Quinoa, alles Mögliche. Und zwar fülle ich das im Supermarkt auf. Das sind zum Beispiel Kokosflocken und ich mag das vor allem, weil das so schön aussieht von der Organisation her, wenn alles in denselben Behältern ist. Und zwar kann man sich das alles sehr einfach im Supermarkt auffüllen, ohne dass man diese ganzen Lebensmittel in Verpackungen kaufen muss. Das werde ich euch auch kurz zeigen. Hier gehen wir zu dem Geschäft Naturalia, da kann man alle möglichen Bioprodukte kaufen. Und zwar hier rechts sieht man dann auch gleich den Bereich, wo man verschiedene Sachen ohne Verpackung kaufen kann. Was wir öfters einkaufen für uns sind Cashewnüsse, aber es gibt auch alle möglichen anderen Nüsse, Linsen, Bohnen, Nudeln. Also die Auswahl ist hier wirklich, wirklich groß. Ich habe zum Beispiel ein Ziel, alle meine Beauty-Produkte im Bad auf Glasverpackungen umzustellen. Und zwar habe ich da schon die ersten Schritte gemacht. Was aber nicht heißt, dass alles perfekt ist. Das heißt, ich habe immer noch Sachen, die so in Plastik sind. Und die werde ich zuerst verwenden, bevor ich auf eine nachhaltigere Variante umsteige. Ich wasche mich gerne mit Duschgel, deswegen habe ich die Lösung für mich gefunden. Und zwar ist es auch ein Duschgel in Flüssigformat, das man sich aber im Geschäft wieder auffüllen lässt. Das heißt, ich komme einfach mit diesem Fläschchen an und Sie können mir das in dem Geschäft einfach nachfüllen. Das heißt, man hat immer denselben Behälter und man zahlt nur für das Gewicht der Flüssigkeit quasi. Von diesem Geschäft wird es noch andere Produkte geben, das heißt, die werde ich euch dann noch zeigen. Wenn wir zur Körperpflege nach der Dusche weitergehen, habe ich da was Optimales für mich selber auch gefunden. Und zwar es ist einfach eine Körpercreme, die nicht in einer Plastikverpackung sein sollte. Hat sich herausgestellt, dass es einfach eine Mission Impossible ist. Ich wurde aber fündig, vielleicht bringt euch das auch etwas, die sehr gut nach Mandeln riecht, von der Marke L'Occitane. Wenn wir auch über die Verpackungen im Haushalt sprechen, da habe ich in Paris lokal eine super Lösung gefunden. Und zwar für das Geschirrspülmittel zum Wäschewaschen und den Weichspüler habe ich in einem Geschäft gefunden, das Flüssigkeiten ohne ihren Verpackungen verkauft. Das heißt, ich komme dort einfach an mit so einem Glasbehälter und das kann ich mir dort einfach auffüllen lassen und man zahlt einfach nur für das Gewicht von der Flüssigkeit. Dasselbe gilt auch für Shampoos und für eine Haarspülung für die Haare nach dem Shampoo. Kann man genauso dort einfach in seinen Fläschchen auffüllen lassen. Also ich bin gerade mit dem Fahrrad angekommen, gehe noch das letzte Stück zu Fuß zu dem Geschäft, wo wir unsere ganzen Fläschchen auffüllen können werden. Auch wenn man ein Waschpulver kaufen könnte im Supermarkt in einer Kartonverpackung, ist es trotzdem eine Verpackung, die man ständig wegschmeißt. Deswegen ist das für mich eine super Lösung. Wenn wir uns im Laden hier ein wenig umschauen, gibt es hier auf der rechten Seite zum Beispiel eher Produkte für das Bad, für Körperpflege, bestimmte Öle, da gibt es Seifen, möglichen, was ich vorher erwähnt habe, Shampoos, Haarspülungen, wo dann hier, wenn wir hier weitergehen, ist der Bereich, wo man sich Dinge für die Küche, also Putzmittel und Geschirrspülmittel, Waschmittel, das hier alles auffüllen lassen kann, alles in Flüssigformat. Was praktisch für Reisen ist so ein Rasiergel, Rasierseife in Hartformat, die man sich auffüllen lassen kann. Dann alle möglichen Seifen. Und wenn wir hierhin weitergehen, ist das der Bereich, wo es Essen gibt. Also man kann hier alles Mögliche kaufen an Mehl, Reis, Keksen, Nüsse, so wie wir es vorher in einem anderen Supermarkt gesehen haben, bis zu auch flüssigen Sachen. Also man kann sich teilweise auch Wein, einfach die Weinflasche nachfüllen lassen. Öle, Balsamico-Essig. Die hier sind meine Lieblingskekse mit Schokolade. Die nehme ich mir fast jedes Mal mit, wenn ich hierher komme. Und als allerletztes den Bereich hier, das ist ein italienischer Laden, deswegen gibt es hier Nudeln, das ist essentiell und zwar auch in allen möglichen Formen und Geschmacksrichtungen. Wenn wir uns kurz anschauen, was wir ausgegeben haben. Wir haben 2,75 € für das flüssige Waschmittel, 2,42 € für den Weichspüler und 2,70 € für das Geschirrspülmittel. Das heißt, wir sind insgesamt auf 7,87 € für die 3 Produkte.
Dann gehen wir einfach in einen normalen Supermarkt in Paris, in einen Franprix, um dort uns die Preise anzuschauen. Hier kostet das Waschmittel 5,30 € für ca. 1 Liter. Das Weichspülmittel kostet ca. 5,80 € für ungefähr 1 Liter. Und das Geschirrspülmittel kostet 2,15 €. Wir sind im Endeffekt bei einem Preis von 13,25 €, was fast doppelt so viel ist wie der Einkauf bei einem Laden, das nachhaltige Verpackungen hat. Und weil das Erledigungen selber jetzt nicht super aufregend ist als Beschäftigung, auch nicht super motivierend für mich selber. Deswegen plane ich mir meistens eine kleine Belohnung ein und ich werde bei einem meiner Lieblingscafés jetzt stehen bleiben und mir einen kleinen Kaffee zum Mitnehmen gönnen. Ich liebe guten Kaffee, deswegen nehme ich ihn oft zum Mitnehmen. Und es gibt nichts Schlimmeres für mich, als einfach den Kaffee auszutrinken. Gut, es gibt tatsächlich schlimmere Dinge, aber ich mag nicht das Gefühl, wenn ich einen Kaffee kaufe mit diesem Papierbecher, sogar wenn der Deckel dann vielleicht nicht mehr aus Plastik ist, sondern aus Papier ist, aber trotzdem, dann trinke ihn innerhalb von 5 Minuten aus und schmeiße es dann in den Mülleimer. Ich habe eine Lösung für mich gefunden, und zwar ist es dieses kleine Ding hier. Das ist so groß und es ist von der Marke Stojo. Das ist so ein kleiner faltbarer Becher, den ihr euch überall mitnehmen könnt und euren Kaffee hier einschenken lassen könnt, anstatt in einen wegwerfbaren Becher. Das Positive daran ist, dass manche Cafés euch sogar einen Rabatt geben, wenn ihr einen Behälter mitbringt, wo sie das Getränk reingeben. Das sind manchmal 10%, oder falls ihr keine Kuhmilch trinkt und stattdessen eine alternative Milch bestellt, müsst ihr teilweise nicht dafür draufzahlen, weil ihr euren kleinen Behälter habt. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und falls das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben auf dem Video. Das motiviert mich wirklich zu sehen, dass die Videos euch gefallen und noch mehr weitere für euch zu drehen. Falls ihr Themenvorschläge habt, über was ihr gerne Videos sehen wollt, hinterlasst es gerne in den Kommentaren und abonniert euch gerne auch zu meinem Kanal, falls ihr über alle neuen Videos verständigt werden wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!